sind wir wieder zurück und ein Zuschauer hatte sich gewünscht, dass wir einmal die Oberfläche des Laminats ein bisschen im Detail zeigen, vor einem dunklen Hintergrund. Das haben wir hier einmal umgesetzt und ja, man kann sehen, so eine gegossene Oberfläche, die kann sich eigentlich immer sehen lassen, ne? Von innen sicher durchtränkt, obwohl wir direkt auf der PVA-Folie gearbeitet haben. Und von außen haben wir diese seidenmatte Oberfläche, die von der PVA-Folie im Prinzip vorgegeben wird, wenn man eine glänzende Oberfläche wünscht, wie wir es auf der Innenseite haben, dann müsste man die PVA-Folie einmal umdrehen. Ich denke, den Trick kennt jeder von euch. Ja, ansonsten haben wir hier sehr dunkle Oberfläche, erzielt durch den dunklen Strumpf, den wir da drauf gezogen haben, aber man hat dieses schöne Schimmern von der Carbonfaser, die darunter liegt. Ja, ich denke, durchaus vorzeigbares Ergebnis, was man da erzielen konnte. Ja, vielleicht noch einmal eingegangen, was ich eben nicht gesagt habe, ist, die Kanten sind so dunkel, weil der Henrik da die nicht nur fein geschliffen hat, sondern er hat auch einmal mit Stickwax die Kanten bearbeitet, um diese schwarze Oberfläche zu erhalten, auch im Kantenbereich, wo das Material geschliffen worden ist. Ja, das ist ein kleiner Trick am Rande, der sich aber häufig im gelenknahen Bereich schon beim Entfernen des Wachses mehr oder weniger von alleine ergibt, und den kann man eben konsequent durchziehen über den gesamten Randverlauf. So, Stickwax ist nochmal ein gutes Stichwort im Zusammenhang mit den Dummies auch, denn dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass wir seit einiger Zeit hier oben eine schwarze Schraube haben, um den Dummy mit dem Gelenkoberteil zu verschrauben. Beim NeuroSwing H2O ist das nun nicht so wahnsinnig relevant, weil die Schraube sowieso nicht, also weil das Gelenk nicht in dieser Art und Weise verschraubt wird wie die anderen Gelenke. Aber diese Schraube sollte ganz bewusst deutlich zu unterscheiden sein von den Schrauben, die zur Gelenkmontage benutzt werden. Weil die Schraube, die im Dummy verwendet wird für den Vorgang des Gießens, die wird mit Stickwax benetzt, sozusagen um eine Verklebung zu verhindern. Später bei der Gelenkmontage wünschen wir uns aber ja eine Verklebung mit Loctite zwischen Schraube und dem Gewindegang. Dementsprechend macht es Sinn, nicht nur das Gelenkoberteil gut zu reinigen mit einem dazugehörigen Reiniger, den können wir nachher vielleicht auch nochmal zeigen. Es gibt also von Loctite auch einen Reiniger, der entsprechend die zu verklebenden Oberflächen vorbereitet, sondern man sollte auch eine neue, nicht gewachste Schraube, die dann für die Gelenkmontage gedacht ist, verwenden, um da auch für eine perfekte Schraubensicherung Sorge zu tragen. Das wollten wir auf jeden Fall nochmal nachholen, das wollten wir nochmal erwähnen, und nun kommen wir im Grunde genommen zur Gelenkmontage des NeuroSwing H2O. Das Verkleben erst einmal. Jetzt hat der Henrik mir gerade die Schalen gemopst. Dankeschön. Und die Unterschenkelschale brauchen wir gerade nicht, ne? So, das heißt, wir haben hier den Gelenkkorpus und wir haben den Systemanker, den wir gut gereinigt haben. Also alle Stickwax und Harzreste sind da soweit entfernt. Das ist ganz wichtig dabei auch. Und wir haben den Gelenkkörper, der bisher also am Becher gewartet hat, eingesetzt wird. Und merkt schon, das verfolgt uns ein kleines bisschen, dass wir Klebeflächen vorbereiten müssen mit einem Primer entsprechend. Wo habe ich ihn jetzt gerade hingestellt? Hier ist er, mit einem Primer entsprechend. Und so ist das bei diesen zu verklebenden Bauteilen. Bitte? Handschuh. Ja, natürlich. Bevor wir es ganz aufschrauben. Bevor wir es ganz aufschrauben. Nicht, dass man sich das über die Finger kippt, das ist nämlich nicht gesund. Das ist vollkommen richtig, da hat der Henrik natürlich recht.
Auch da achten wir auf Arbeitsschutz. Arbeitsschutz geht uns alle an. So. Das heißt, um das H2O-Gelenk zu verkleben, dazu bieten wir, leider nicht so gut, bieten wir einen Zwei-Komponenten-Kleber an, der in so einer Spritze hier geliefert wird und dann entsprechend mit so einer Mischkanüle ausgestattet wird, dass man den quasi in dem Moment, wo man ihn aus der Spritze drückt, mischt sich der Kleber, zeige ich gleich nochmal. Legen wir erstmal eben hier beiseite und bereiten diese zu verklebenden Oberflächen mit dem Primer vor. Der liegt entsprechend dem Lieferumfang des Zwei-Komponenten-Klebers bei und es wird ein kleines bisschen auf der soweit mechanisch gereinigten Metalloberfläche von diesem Primer aufgebracht, um also eine perfekte Verklebung zu erzielen. Häufig wird die Frage gestellt, warum habt ihr das denn jetzt nur in dieser großen Verpackung? Oder warum ist das in diesem großen Gläschen, wenn wir doch nur so wenig Primer brauchen? Der Grund dafür ist schlicht und ergreifend, dass wir keine kleinere Verpackung machen können, denn wir müssen eine chemiebeständige Glasflasche letztendlich haben und auch der Deckel, den wir da draufsetzen, muss chemiebeständig sein, denn der Primer ist ziemlich aggressiv. Deswegen habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr ihn benutzt habt, ihn einfach wieder uns zurückzuschicken und wir sorgen dann für die Entsorgung. Und diese ganzen Flaschen, die man zum Beispiel auch von Parfümproben kennt, da halten die Deckel das schlicht und ergreifend nicht aus. Deswegen diese große Flasche und deswegen das Angebot unsererseits, für die Entsorgung zu sorgen. So. Ein ganz wichtiger Punkt, der nicht zu kurz kommen darf, ist, dass dieser Primer, der ist im Prinzip ein flüchtiger Stoff, also der verdunstet relativ schnell. Aber wichtig ist, dass er wirklich zuverlässig abgedunstet ist im Prinzip, dass wir jetzt nicht anfangen, den Zwei-Komponenten-Kleber in den Primer reinzudrücken. Das wird schief gehen, das wird entsprechend mit einer möglicherweise nicht so belastbaren Verklebung enden, wie wir uns das wünschen und wie wir das brauchen für diesen einen Zweck. Auf dem Systemanker ist das Ablüften relativ schnell erledigt. In dem Gelenkkorpus leider nicht ganz so schnell. Das bräuchte, also ich würde es nicht weniger als 10 Minuten liegen lassen. Aus dem Grunde tauschen wir das Gelenkteil jetzt einmal eben aus. Das habe ich natürlich vorher schon vorbereitet. Und dass wir also weitermachen können mit dem nächsten Schritt des Verklebens selbst. Aber ganz wichtig, wirklich genügend Zeit einplanen, um diesen Abdunstungsvorgang durchführen zu können. So, hier noch einmal diese Mischkanüle. Sieht man beim Ausdrücken des Klebers, diese Kanüle mischen sich diese beiden Komponenten zuverlässig und wir können das sehr, sehr fein dosieren. Wir können den Kleber hier in die Ecken des Gelenkkörpers einbringen. Ich hatte ja gestern schon einmal beobachten können, dass die Passung gar nicht so schlecht ist eigentlich zwischen diesem Gelenkkörper und dem Systemanker. Dass da also möglicherweise gar nicht so wahnsinnig viel Kleber zwischen Platz hat. Das ist richtig. Aus diesem Grund ist da auch ein kleines Loch in dem Gelenkkörper drin, wo überschüssiger Kleber austreten kann. Und nachdem der überschüssige Kleber ausgetreten ist, wird dann dieser kleine Sticker abgezogen, trägt dafür Sorge, dass das Gelenk schön sauber bleibt. Das heißt also, wenn wir jetzt den Systemanker in den Gelenkkörper einstecken, wäre diese Öffnung bestenfalls nach unten zu richten, dass dort überschüssiger Kleber austreten kann. Das mal so hinzukriegen, dass ihr das sehen könnt. So, scheint zu funktionieren. Braucht auch ein kleines bisschen Kraft, um jetzt den Systemanker hier einzustecken.
Wirklich darauf achten, dass der Systemanker bis ganz zum Schluss, bisher ist es mir im Eifer des Gefechts nicht ganz gelungen, den Gelenkkörper sauber zu halten, aber wenn man es direkt abwischt, gelingt das auch. Und dann diesen Sticker abziehen. So, dann ist das Gelenk sauber. Hier mit den chemikaliendichten Handschuhen kann man hier den Kleber dann auch nochmal im oberen Bereich nochmal entfernen. Und dann ist die Sache in Ordnung. Und jetzt müsste man das Ganze erstmal beiseite legen und entsprechend aushärten lassen. Der Henrik hat bestimmt die Aushärtezeit dazu im Kopf oder zeigt euch das nochmal kurz im Online-Tutorial vielleicht. Genau. Nur um da nochmal wieder den Bogenschluss zu bekommen, gestern mehrfach erwähnt, auch heute will ich da nicht darauf verzichten, wir befinden uns im Bereich der Online-Tutorials, die 360-Grad-Orthopädie, hier Herstellung der Orthese. Und zwar haben wir hier die Gelenkmontagen nochmal separat für alle Gelenke, die so ein bisschen speziell sind, aufgeführt. Und da findet ihr auch die Gelenkmontage des Neuroswing H2O, einmal die Explosionszeichnung, dann ist hier erklärt, wie der Primer und sowas aufgetragen wird, wie der Kleber aufgetragen wird, dann wie das Ganze eingesteckt wird und wie lange das Ganze aushärten muss. Und da seht ihr, wenn wir versuchen zu verkleben bei einer Raumtemperatur von ungefähr 23 Grad und dann müsste der Kleber 24 Stunden lang aushärten. Und auch da wirklich der Appell an euch. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen alles kurz vor knapp. Der Patient steht kurz danach auf der Matte, wenn man die Orthese gebaut und das Gelenk montiert hat. Hier ist es wirklich enorm wichtig, diese Zeit einzuhalten. Denn sonst habt ihr das Problem, dass sich der Anker lockern kann. Das führt nicht direkt zu einem Sturz oder zu einem Problem, es führt nur zu sehr nervigen Geräuschen. Es wird dann knacken und knarzen und dann im Verlauf des Tragens irgendwann dazu führen, dass der Anker ungleichmäßig belastet wird und wir im schlimmsten Falle das Problem haben, dass er dann doch bricht, weil er zu weit rausgerutscht ist oder sowas. Und da riskieren wir auch wieder einen Sturz für den Patienten, was wir da letztendlich vermeiden wollen. Die weitere Gelenkmontage, seht ihr hier, ne, dann nachdem das geklebt wurde, auch hier der Aufkleber entfernt. Und die jetzt hier relativ neu, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Wir haben nochmal eine andere Orthese uns besorgt, wo wir die Gelenkmontage zeigen werden. Da ist es jetzt noch so, diese Orthese, die wir da haben, ist eine ältere Musterorthese. Diesen Ring, den ihr hier jetzt seht, der ist da nicht drin. Und das möchte ich euch ganz gerne erklären, warum wir den jetzt mittlerweile in den Fußbügeln drin haben. Genau. In den Fußbügeln ist dieser Ring, weil wir festgestellt haben, gerade beim Neuroswing H2O ist es der Fall, wenn die Patienten doch durch Schmutz, durch schmutziges Wasser, durch Matsch und sowas laufen, empfehlen wir zwar, das Gelenk nach dem Tragen mit klarem Wasser auszuspülen, häufig ist das aber nicht der Fall. Und es führt einfach dazu, dass wir immer noch so kleine Dreck- und Schmutzreste im Gelenk haben können, die letztendlich wie ein Sandpapier wirken. Das führte dann relativ zügig dazu, dass wir am Fußbügel auch wie so eine wie so ein Abschleifen haben, so dass das Achsauge, sage ich mal, nicht mehr hundertprozentig passig war in Verbindung mit den Splintbolzen, weswegen hier jetzt grundsätzlich diese Reparaturbuchse, diese Gleitbuchse schon im Gelenk mit drin ist, was den riesen Vorteil für euch habt, dass ihr nicht mehr selber das Gelenk aufbohren und aufreiben müsst, sondern ihr könnt einfach diese Buchse dann tauschen, wenn die verschlissen ist. Und es ist in der Zukunft auch geplant, weil wir natürlich festgestellt haben, dass das Ganze nicht nur Sinn macht bei dem Neuroswing H2O, dass wir nach und nach auch darüber nachdenken, die anderen Fußbügel damit zu versehen. Und jetzt ist es soweit, hat Sebastian das vorbereitet, dass wir uns anschauen können, wie die eigentliche Gelenkmontage jetzt vonstatten geht. Und dazu schwenken wir wieder rüber. Ja, genau. Der eben vom Henrik angesprochene Ring, der ist hier in der von uns gestern gebauten Orthese auch schon eingebaut. Da kann man ganz hervorragend auch erkennen, wenn Verschleiß am Gelenk vorliegt, dann wird sich als allererstes natürlich diese kleine Bronzebuchse hier aufreiben und wenn die an irgendeiner Stelle dünner geworden ist, dann tauscht man sie einfach aus.
genauso wie jedes andere Verschleißteil. Da sind die Gleitscheiben dann zu nennen oder gegebenenfalls auch der Splintbolzen. Aber der Splintbolzen ist auf jeden Fall aus einem härteren Material gefertigt als diese Bronzebuchse. Von daher erhöht sich da auch die Standzeit nochmal signifikant. So, kommen wir also zur Montage des Gelenkes selbst. Die kleine Orthese, die wir eben verklebt haben, habe ich zum Aushärten des Klebstoffes beiseite gelegt. Die können da jetzt einfach erstmal ruhen. Und hier haben wir die Einzelbauteile sozusagen, die es zu montieren gibt, alle beisammen. Wir haben die Schraube, die sollte sauber sein, damit man sie sinnvoll mit dem Loctite verkleben kann nachher. Wie gesagt, beim Neuroswing H2O gibt es diese zweite Schraube im oberen Bereich, um die Deckplatte zu montieren, gibt es hier nicht, aber bei den anderen Gelenken ist es sehr, sehr wichtig, dass man da eine neue, saubere Schraube nimmt, die nur für diesen Zweck auch gedacht ist und die von der Dummy-Schraube unterscheidet. Bei den Gleitscheiben, da kann man hier vielleicht erkennen, dass die eine kleine Markierung da drauf haben. Diese Gleitscheiben gibt es in unterschiedlichen Stärken. Dieses hier ist eine 0,5 mm dicke Gleitscheibe und dieses hier ist eine 0,45 mm dicke Gleitscheibe. Das erkennt man an diesen Markierungen, an diesem Ring, der da eingefräst ist, erkennt man, dass es eine Gleitscheibe ist, die ein kleines bisschen dünner ist. Ups, kurz unscharf. Das war zu nah. Das war ein bisschen viel gewollt, ne? Ja. Okay, kein Problem. Es gibt die Gleitscheiben, wie gesagt, in unterschiedlichen Dicken. Warum ist das so? Das geht darum, dass man seitliches Spiel in dem Gelenk damit ausgleichen möchte. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach mal hier so locker zusammenstecke ohne Gleitscheiben, haben wir ein seitliches Spiel. So könnte man das Gelenk natürlich nicht benutzen und wollen wir auch nicht. Es wäre wichtig, dass man da die Gleitscheiben entsprechend der richtigen Stärke auswählt. Werkseitig sind die schon so weit ausgewählt, aber wenn man trotzdem nachträglich ein Spiel feststellen sollte, dann sind diese Gleitscheiben entsprechend zu tauschen. Die Gleitscheiben werden vor der Montage leicht gefettet, mit so viel Fett, was man so zwischen zwei Fingern transportieren kann. So, zusammengesetzt. Jetzt wundert ihr euch, da möchten wir euch mal was zeigen. Beim Neuroswing H2O ist es manchmal recht knifflig. Zieh mal raus. Zeig mal von unten bitte. Ihr seht, dass es hier, man sieht es sehr schlecht. Also direkt an der Unterkante des Neuroswing habt ihr die Möglichkeit, das Neuroswing H2O, vielleicht sieht man das hier nochmal ein bisschen. Es ist so ein bisschen angefasst. Genau, es ist angefasst. So, dass ihr da letztendlich ein bisschen leichter mit den Gleitscheiben dann reinkommt. Wir wissen, das ist am Anfang so ein bisschen eng, dass man das vorsichtig quasi dann rüberschieben muss, aber spätestens, wenn der Gelenkkorpus direkt drüber ist, dann haben die Gleitscheiben wieder Platz und es ist nicht mehr ganz so hakelig. Ich habe eben über unterschiedlich dicke Gleitscheiben gesprochen. Manchmal kommt die Frage auf, ist es von Bedeutung, welche innen und welche außen liegt? Nein. Dafür ist der Unterschied dann doch wieder zu gering, als dass das eine Rolle spielt. So, bevor wir den Splintbolzen einstecken können, müsste man darauf achten, dass die Gleitscheiben an der richtigen Stelle liegen. Hier kann man deutlich sehen, dass die Gleitscheibe jetzt verrutscht ist, dass sie also im Prinzip das Achsloch zum Teil verschließt. Und dazu gibt es ein Werkzeug, das ist der Gleitscheibenzentrierdorn, der uns hier erleichtert, ich stecke ihn mal von hinten ein, damit man das besser sehen kann, die Gleitscheibe an die richtige Position zu bringen, dazu das Gelenk ein bisschen durchbewegen. Dann merkt man schon, ist es direkt an der richtigen Stelle gelandet.
Ja, es schiebt sich also ohne Probleme hin. Entsprechend den verschiedenen Systembreiten hat er eben halt unterschiedlich dicke Stellen, aber man findet sozusagen immer die richtige Position ganz von alleine. Sehr einfach in der Anwendung, erleichtert uns den Montagevorgang ganz immens. So, der Splintbolzen eingesteckt. Immer darauf achten, dass er nicht verdreht ist, sondern dass der Splintbolzen richtig schön in der Fräsung liegt. Hier beim Norweswing H2O ist es natürlich recht einfach zu gewährleisten, dass der Splintbolzen richtig drin liegt. Da ist nicht zu erwarten, dass da möglicherweise Gießharzreste oder so etwas im Gelenk vorhanden sind. Bei anderen Gelenken, die man direkt mit eingegossen hat, sollte man natürlich darauf achten, dass die Fräsung entsprechend sauber ist. So, dann wird diese Deckscheibe hier eingesetzt und diese Deckscheibe hält noch ein kleines Geheimnis für uns bereit. Ich hoffe, man kann das sehen, deswegen freuen wir uns, dass wir heute diese Kamera am Start haben. Da steht das Anzugsmoment, welches anzuwenden ist, drin. 4 Newtonmeter sind es hier. Und nachher ist das Ganze beim fertig montierten Gelenk, also von außen, nicht mehr zu sehen. Das heißt, wenn wir jetzt die Schraube eingesetzt haben, ist die Newtonmeter-Angabe verdeckt. Und das ist natürlich auch ganz angenehm. Manch ein Orthesenbenutzer fühlt sich von solchen Angaben aufgefordert, vielleicht nochmal die Schrauben nachzuziehen oder so etwas. Das sollte bitte nicht tun, sondern den Fachleuten überlassen. Wie ihr seht, haben wir jetzt das Ganze noch ohne Loctite montiert. Das liegt einfach daran, dass wir, bevor wir die endgültige Montage durchführen, einmal prüfen müssen, ob die Gleitscheiben auch wirklich das richtige Maß haben und dass wir sie nicht versehentlich vertauscht haben. Denn erst danach demontieren wir die Schraube noch einmal und sichern das Ganze dann, um das letztendlich an den Patienten zu bringen. So, hier habe ich einen Drehmomentsschlüssel auf die eben abgelesenen 4 Newtonmeter eingestellt. Und jetzt habe ich doch den falschen Bit hier drin. Nein. Das ist ein T20, der hier drin ist. Okay. Doch verkehrt. Ist nicht schlimm. Es gibt entsprechend den unterschiedlichen Systembreiten unterschiedliche Bits, die man aber natürlich idealerweise alle griffbereit hat. So, dann wird die Schraube angezogen, bis der Drehmomentschlüssel entsprechend überrutscht und dann wird geprüft, bewegt sich das Gelenk noch, also nicht, dass es klemmt etwa, und gibt es seitliches Spiel. Das Gelenk bewegt sich so, wie es sein soll, und es gibt auch kein seitliches Spiel. Genauso soll es sein. Da ist jetzt also nicht die Notwendigkeit, etwa eine Gleitscheibe zu tauschen oder da irgendwelche Anpassungen vorzunehmen. So, was wir sicherlich vorher schon, ich hoffe, das ist hier nicht so deutlich zu sehen, Henrik, aber ich hoffe, dass wir das draufkriegen, diese kleine Skala. Wir zeigen euch das einmal getrennt an den. Ihr seht hier die Skala auf dem Fußbügel. Und ich zeige euch jetzt mal das Gelenk. Und ihr seht hier vielleicht direkt an der Unterkante so eine ganz kleine Spitze. Die Skala auf dem Gelenk zeigt euch letztendlich den Grundaufbau, den wir beim Gipsen angenommen haben. Weil das Gelenk ist dann so da drauf gekommen, dass wir jetzt, wenn wir sagen, wir montieren das erste Mal einfach diese Spitze an dem Gelenkgehäuse in die Mitte der Skala bringen. Und das ist die Stellung, die wir beim Gipsen angenommen haben. So, das heißt, ich habe jetzt einmal mit der hinteren Federeinheit angefangen. Das ist auch egal, ob man mit der vorderen oder mit der hinteren anfängt. Habe das Gelenk in die neutrale Stellung gebracht, bringe jetzt die zweite Federeinheit ein und schraube diese also in das Gelenk. Und zwar nur bis so lange, bis sie Kontakt
zum Fußbügel hat. Wird also nicht mit irgendeiner Vorspannung oder so etwas ausgestattet. Die Vorspannung ist bereits in der Federeinheit vorgesehen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen, auf die Vorspannung. Jetzt ist es schon spielfrei, war vielleicht schon ein bisschen fest, müssen wir mal eben sehen. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl beigehen, weil dieses feine Gewinde es einem natürlich möglich macht, diese Feder sehr leicht zu komprimieren. Jetzt sieht man hier Spiel in AP-Richtung. Das sollte so nicht sein. Also schraube ich die Schraube ein kleines bisschen weiter wieder ein. Jetzt ist kein Spiel mehr da. Und das ist in Ordnung. So soll es sein. Und so wäre der Skala entsprechend der Grundaufbau, wie ich ihn bei der Gipsabnahme vorgesehen habe. Jetzt ist ein bisschen viel, jetzt seht ihr, genau, wir haben hier nur einen kleineren, wir haben einen leichten Spitzenhub. Da kann man sich, um das Ganze nochmal jetzt auszurichten, das theoretisch auf das H-Cast stellen und mit dem entsprechenden Absatz. Und wenn man ihn hätte, könnte man auch den Schuh dazu nutzen. Da haben wir auch schon was vorbereitet. Der Sebastian ist ja leider verkabelt und gucken, ob er da rankommt. Kommt er? Da seht ihr. Langen Arm. So. Das heißt, das ist der erste Schritt, den statischen Aufbau der Orthese zu überprüfen. Idealerweise im Schuh. Und ich habe hier jetzt mal ganz absichtlich einen nicht idealen Aufbau eingestellt. Also wenn ihr eine Orthese seht, die so im Raum steht, also quasi schräg nach hinten steht, dann könnte das schon sein, dass das so nicht ganz korrekt ist. Dann hätte man entweder bei der Gipsabnahme was verkehrt gemacht oder die Absatzhöhe des Schuhs entspricht nicht der Absatzhöhe, die ursprünglich angenommen wurde. Um jetzt hier entsprechend wirkungsvoll darauf einzugehen, drehe ich die vordere Schraube raus, vordere Schraubeinheit, und drehe die hintere entsprechend, das war wohl ein kleines bisschen viel, und drehe die hintere wieder einfach in Kontakt dazu, bis das Spiel in AP-Richtung wieder weg ist. Die Auswahl der Federeinheiten sollte zum jetzigen Zeitpunkt der Konfigurationsempfehlung entsprechen. Das ist sozusagen das Basis-Setup, um in die statische Anprobe am Patienten zu gehen, die sozusagen unseren nächsten Arbeitsschritt darstellt. Die Überprüfung des Aufbaus statisch am Patienten. So könnte das Ganze ungefähr funktionieren am Patienten. Wie wir uns hier nochmal die genaueren Anzeichnungen herleiten können und den Aufbau statisch am Patienten überprüfen, erläutern wir gleich im nächsten Arbeitsschritt. Wir verabschieden uns kurz in die Pause. Bis gleich.